Hallo zusammen, heute habe ich mal ein etwas ungewöhnlicheres Video. Das ist schon hier im Sommer letzten Jahres entstanden, besser gesagt im August. Habe ich nach und nach Sachen ausprobiert. Hintergrund war der, ich habe oft in den Kommentaren gelesen, dass man als Krankenschwester, Arzt oder anderen Berufen keine Uhr tragen darf. Das heißt also, du bekommst dann während des Arbeitstages hier keine Body Battery angezeigt, die Schritte werden nicht richtig gezählt oder auch andere Faktoren, die man messen kann, werden natürlich nicht gemessen. Es gibt zwar Lösungen, dass du zum Beispiel an der Hose das Ganze tragen kannst, aber ich habe gedacht, es gibt doch vielleicht eine andere Möglichkeit. Hintergrund war vor allem der Release des Sleep Monitors von Garmin. Da wollte ich eigentlich ein Video machen, wie das Ganze im Alltag aussieht, ob man das nutzen kann. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Du kannst echt nur das Ganze beim Schlafen tragen. Das finde ich schade, was Garmin macht. Zum Zeitpunkt des Videos gibt es leider noch kein Fitnessarmband von Garmin. Es gibt zwar ein Gerücht, dass eins kommen soll. Momentan gibt es noch keins. Und wir haben momentan nur diesen Sleep Index Monitor. Und der, wie gesagt, hier kann über den Tag nicht verwendet werden, beziehungsweise gibt keine Werte für eine Garmin Body Battery. Dann habe ich gedacht, alternativ kann man natürlich über den Tag dann noch Brustgurte anziehen, den HRM 600 zum Beispiel oder der HRM Pro Plus oder Pro. Diese haben ja die Möglichkeit, einmal Herzfrequenzdaten zu speichern. Du kannst sogar Aktivitäten mit aufzeichnen, beim Fußball oder sowas, wenn du zum Beispiel keine Uhr tragen darfst. Und du bekommst dann auch Schritte mit gespeichert und das wird dann an Garmin Connect übertragen. Finde ich persönlich aber sehr unbequem. Und da habe ich gedacht, irgendwie muss es doch eine Alternative geben, wie ich das vernünftig messen kann, dass ich trotz mancher Berufe hier meine Uhr tragen kann und die Werte bekomme. Im nächsten Schritt bin ich dann auf die Amazon-Webseite gegangen, weil zu diesem Zeitpunkt war zum Beispiel auch der Helio-Strap gerade in aller Munde und da gab es auch ein Bizepsband, was man machen kann, beziehungsweise das Whoop-Band kam raus und dachte ich, vielleicht gibt es auch was für die Uhren. Und ja, ich bin fündig geworden. Einmal habe ich ein 22 mm Armband gefunden für die kleinen Uhren und ein 26 mm Armband für die großen Uhren. Das sieht dann hier so aus, das sind Armbänder mit Klettverschlüssen. Diese haben dann hier auch so einen Quick-Verschluss, also das heißt, man kann es einfach einklicken, das kennen wir von Garmin. Das gleiche haben wir dann auch hier nochmal in der großen Variante. Das sehen wir jetzt hier zum Beispiel auch mit einem Quick-Verschluss. Und ja, wie schon gesagt, es gibt dann hier auch kleine und große Versionen. Und da bin ich dann auch von Garmin abgekommen und habe gedacht, das kann ich doch eigentlich mit allen Herstellern machen. Das heißt also, sowohl mit einer Coros Vertix 2S, die ich jetzt hier habe, einer Phoenix 8 von Garmin oder auch eine Critix 2 Pro von Polar bzw. eine Vantage V3 oder natürlich auch die Suunto Race 2 oder Suunto Vertical 2 ist möglich und viele weitere Uhren, die natürlich die Möglichkeiten haben, hier Armbänder zu wechseln. Jetzt gibt es leider einen Nachteil, bei den Armbändern gibt es hier keine Stifte bzw. Stege, die wir bei den Uhren haben. Das haben wirklich nur den Klickverschluss. Bei den Quickfit-Uhren ist das kein Problem. Zum Beispiel bei der Phoenix 8 kannst du hier ganz einfach hier das Armband abmachen, dann hast du hier den Steg und dann kannst du zum Beispiel das große Armband mit 26 mm verbinden und hast dann hier die Verbindung. Das gleiche, wie gesagt, auch bei der Coros Vertix 2S, die hat ja auch so ein Quick-Fit-Band. Da kannst du es auch einfach verbinden und hast dann hier die Möglichkeit, das zu nutzen. Anders sieht es dann aber bei Uhren aus, wie zum Beispiel der Polar Vantage V3. Da hast du ja so ein Armband mit so einem Steg, beziehungsweise so einem Federsteg, den du rausmachen musst. Das heißt also, ich habe dann auf Amazon nochmal geschaut, gibt es denn eine Möglichkeit, hier so einen Steg zu bekommen? Ja, und die gab es. Das ist jetzt hier, haben wir jetzt hier so einen Steg, da ist so eine Feder drin. Und nun hast du jetzt die Möglichkeit, bei der Uhr, in diesem Fall jetzt hier, da reinzugehen, beziehungsweise diesen Steg zu installieren. Das dauert ganz kurz, einen kleinen Moment, ist auch ein bisschen fummelig, vor allem wenn man das jetzt hier vor der Kamera macht. Sehen wir auch hier, ist es verbunden und fest. Und wenn man jetzt hier den Zapfen nach hinten macht, hast du nun auch hier die Möglichkeit, das kleine Armband zu verbinden. Sehen wir auch hier, ist das Ganze dann auch schon hier verbunden. Und wenn du dann alles installiert hast, kannst du hier ganz einfach das hier am Bizeps anbringen. Das heißt also, wir machen das jetzt einfach mal hoch und dann kannst du hier drauf machen. Jetzt haben wir die Phoenix 8 zum Beispiel dran. Sehen wir hier, könnt ihr verbinden, dann habt ihr die Phoenix 8 auch direkt hier am Handgelenk. Beziehungsweise ich kann jetzt auch noch die Polar Vantage V3 nehmen. Die hat ein kleineres Armband, beziehungsweise das 22 mm Armband ist etwas kürzer. Da müsst ihr einfach dann drauf schauen. Das seht ihr hier, auch hier habt ihr das jetzt verbunden. Und die Uhren können jetzt ganz einfach auch Herzfrequenzdaten messen, hier am Bizeps. Besser gesagt, du kannst natürlich auch alle Schritte aufzeichnen, die Garmin Body Battery bei Phoenix oder dann auch zum Beispiel bei der Polar Vantage V3 alle Daten, die dann hier über den Tag gesammelt werden. Jetzt bin ich aber noch einen Schritt weiter gegangen, habe mir überlegt, kann ich das auch beim Sport nutzen? Das heißt also, wenn du zum Beispiel Klettern gehst, beim Kraftsport dir die Uhr stört oder sogar beim Laufen, ob ich sie am Bizeps tragen kann, ob da gute Werte rauskommen. So habe ich jetzt also Lauftests gemacht, Fahrradtest und auch Krafttrainingstest. In diesem Fall hier jetzt mal mit den Coros und Garmin bzw. Polaruhren. Können wir ganz gut sehen, bei meinem ersten Lauf, den ich hier durchgeführt habe mit der Coros Vertix 2S, als auch mit der Polar Vantage V3
Vergleich zum Garmin HRM600 Gurt sieht man ganz gut, dass die Verläufe wirklich sehr, sehr, sehr gut getroffen werden. Das heißt also, wir haben hier kaum Abweichung, obwohl wir hier die Uhren am Bizeps getragen haben. Einmal sehen wir hier auf der linken Seite die Coros Vertix 2S und die Polar Vantage V3 auf der rechten Seite. Dann habe ich noch mit der Suunto Race 2 einen Lauf durchgeführt. Da bekomme ich ähnliche Werte, als wenn ich die Uhr am Handgelenk tragen würde. Die Suunto Race hat ja immer so ein bisschen Probleme am Anfang, die Werte zu bekommen. Aber auch hier kann man sehen, im weiteren Verlauf werden die Daten wirklich sehr gut erfasst. Das gleiche habe ich dann auch noch mit der Garmin Fenix 8 gemacht, mit dem Sensor der neuesten Generation, also den Evaluator 5. Und auch hier können wir ganz gut sehen, dass die Verläufe beim Laufen sehr gut getroffen werden. Nur am Anfang gibt es auch hier einen ganz kleinen Moment, wo die Werte noch nicht ganz exakt sind, aber dann passt der Verlauf. Und bei der Fenix 8 kann man auf jeden Fall sagen, das betrifft dann auch die Forerunner 570, 970, die Venue X1, Venue 4, die haben alle den gleichen Sensor und da ist das gleiche Verhalten. Das heißt also, da kannst du es auf jeden Fall auch verwenden, beziehungsweise natürlich auch bei den vorherigen Modellen ist das dann auch möglich. Als weiteren Test habe ich dann noch Gravel-Radfahrten gemacht und da haben oft die Uhren Probleme, dass die Werte abweichen, zum Beispiel auch bei den Garmin-Uhren, die sind nicht immer optimal. Und dann habe ich die Fenix 8 bei meinem Graveln angezogen. Ihr könnt ganz gut sehen, auch hier bekommen wir wirklich einen sehr guten Verlauf. Einzig der Garmin HRM600 hat hier 2 Messfehler drin und das kommt leider beim Radfahren des Öfteren vor, dass hier Messfehler mit dabei sind. Aber die Uhr hat hier wirklich optimal performt. Das heißt also, gerade beim Radfahren bekommen wir jetzt wirklich sehr gute Werte auf schottrigen Pisten. Das gleiche habe ich dann auch mit der Coros Vertix 2S gemacht und mit der Vantage V3. Auch diese Uhren haben beim Gravel-Radfahren etwas größere Probleme gehabt. Aber auch hier performen die Uhren wirklich sehr gut im Vergleich zu einem Brustgurt. Lediglich der Brustgurt hat wieder 3 Messfehler gehabt, hier bei Minute 45, 47 und 51. Aber wie gesagt, das liegt am Gurt und nicht an den Uhren. Auch da ist auf jeden Fall eine Empfehlung, hier die Uhren am Bizeps zu tragen, wenn du hier exakte Werte haben möchtest. Was ich dann leider aus Witterungsgründen nicht geschafft habe mit der Suunto Race 2, die konnte ich jetzt beim Graveln leider nicht testen. Als letztes werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Krafttraining. Da haben die Uhren ja auch immer ihre Probleme am Handgelenk. Zuerst fangen wir mit der Fenix 8 an. Auch hier bekomme ich beim Hanteltraining deutlich bessere Werte, als wenn ich die Uhr am Handgelenk tragen würde. Das heißt also, auch hier ist auf jeden Fall eine Alternative, die Uhr am Bizeps zu tragen. Ähnlich gut sieht es dann auch bei der Suunto Race 2 aus. Auch hier bekomme ich deutlich bessere Werte beim Krafttraining, als wenn ich die Uhr am Handgelenk tragen würde. Und da habe ich jetzt das Bizepsband auf der linken Seite genutzt. Einzig bei der Polar Vantage V3 sehen wir hier größere Abweichungen. Das heißt also, auch die Polar Vantage V3 hat hier seine Probleme beim Krafttraining, beim Bizeps hier gute Werte zu ermitteln. Das liegt aber dann eindeutig am Sensor. Das hatten wir auch schon beim Polar Loopband, dass es nicht ganz so optimal läuft. Aber die Coros Vertix 2S performt hier etwas besser. Nicht so gut wie die anderen Uhren wie Fenix 8 und Suunto Race 2. Gerade bei Minute 26 sehen wir ein paar Messfehler. Aber nichtsdestotrotz, auch hier gibt es deutlich bessere Werte, als wenn ich die Uhr am Handgelenk tragen würde. Das heißt also, es gibt hier 2 Vorteile. Vorteil 1 ist, du kannst die Uhr auch immer tragen, wenn du nicht am Handgelenk tragen darfst, aus Berufsgründen oder aus anderen Gründen. Das ist eine Möglichkeit. So hast du es dann unter der Kleidung, ist nicht da. Und auch beim Training selbst hast du dein Handgelenk frei, wenn es dich stört. Und du kannst die Uhr am Bizeps tragen, ohne Probleme. Und solltest du dich zum Beispiel für eine Venue X1 entscheiden von Garmin, hast du auch wirklich eine sehr, sehr flache Uhr, die eigentlich kaum spürbar auf dem Bizeps ist. Bei der Fenix 8 und Critic 2 Pro Vertix 2S sieht es dann etwas anders aus. Das ist natürlich etwas dicker. Theoretisch kannst du die Uhren dann auch beim Schlafen anziehen. Schlafen wird auch sehr gut erkannt, aber hier und da kann es dann noch etwas unbequem werden. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das zu nutzen. Ich werde dir auch die Armbänder unten mal verlinken, falls dich das dann hier an dieser Stelle interessiert. Ja, wie gesagt, das war mal so ein kleines Experiment aus Neugier. Das war irgendwie so Learning by Doing und ich habe gedacht, ich teile das mit euch mal, weil ich es wirklich sehr interessant fand, vor allem auch die Ergebnisse. Du kannst mir gerne Kommentare schreiben, was du von der Idee hältst. Würdest du sowas nutzen, beziehungsweise nutzt du es vielleicht schon? Hast du selber die Idee schon gehabt? Wenn du vielleicht die Uhr im Alltag jetzt nicht am Handgelenk tragen darfst, schreib es mir gerne in Kommentare. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr so interessante Videos sehen möchtest, dann schreib es auch gerne mal in die Kommentare, was dich hier noch interessieren würde. Da könnte man hier und da vielleicht mal was ausprobieren. Wenn dich noch mehr Videos interessieren, die vielleicht auch etwas konventioneller sind, ich habe natürlich auch ganz klassische Uhren-Reviews gemacht, da kannst du mal reinschauen, was ich da alles so getestet habe, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist, dann siehst du, was hier sonst noch alles auf dem Kanal so stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch da, das freut mich im Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit, tschüss, bis zum nächsten Mal.